Läuft ja? So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Buchvorstellung von dem Buch Israel's Moment. Da sehen Sie es von unserem Gast, weit gereisten Gast aus den USA, Professor Jeffrey Herf. Ich darf Sie um einen Applaus bitten. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie in diesen schweren Zeiten hier erschienen sind. Sie wissen selber, am 7. Oktober hat die Hamas Israel überfallen. Wir leben in schrecklichen Zeiten. Das ist das größte Massaker an Juden und Jüdinnen seit der Shoah. Und Israel, die Idee des Zionismus, dass man in Israel sicher ist vor Antisemitismus, diese Idee ist damit angegriffen worden. Es sind mehr als 1400 Leute gestorben, es sind mehr als 200 entführt worden. Es ist eine anfängliche große Solidarität in Deutschland gewesen und ich habe Angst und wir haben Angst, das bröckelt schon wieder etwas, diese Solidarität in Deutschland. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieses Wort in dieser Stunde der Bewährung, das Wort heißt, die deutsche Staatsräson sei, die israelische Sicherheit sei deutsche Staatsräson, dass dieses Wort nicht nur eine leere Floskel ist, sondern sowohl für die Institutionen der Bundesrepublik, für die Medien und auch für uns als Zivilgesellschaft weiter gelten und dass die Solidarität weiter hochgehalten wird. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, weil ich sehe schon am Horizont einiges am Bröckeln. So viel zur Einführung. Es wird auch viel Raum geben, um über die Aktualität und die Lage in Israel zu reden. Jeffrey wird da sicherlich im Vortrag darauf eingehen und in der Q&A anschließend gerne auch Fragen zu stellen. Ich darf einen Sicherheitshinweis geben. Wir hatten in der Vergangenheit Störfälle. Wir brauchen Sicherheitsdienst, wie das viele Veranstaltungen dieser Art gerade brauchen. Wir werden jeden Störfall zur Anzeige bringen. Sie können diskutieren mit uns, Sie können auch einen längeren Redebeitrag machen, aber bitte in einem akademisch-wissenschaftlich-demokratischen Rahmen, wie man debattiert. Man kann verschiedene Meinungen haben. Aber wer nur auf Stören aus ist, das werden wir nicht tun. Einfach so vorneweg, wir hoffen, dass es nicht so ist an alle. Und falls es doch so ist, bitte von der Person wegbewegen, der wird dann zuständig sein. Und jetzt darf ich Ihnen Jeffrey Herf vorstellen. Jeffrey Herf ist Distinguished University Professor Emeritus am Department of History der University of Maryland, College Park, wo er moderne europäische politische und intellektuelle Geschichte, insbesondere moderne deutsche Geschichte, gelehrt hat. Er studierte an der University of Wisconsin und der Brandeis University, war Postdoc in Harvard, an der University of Chicago und am Deutschen Historischen Institut in Washington und am Institut for Advanced Study in Princeton und lehrte in Harvard, an der Ohio University, bevor er im Jahr 2000 an die Universität in Maryland ging. Er hat zahlreiche Vorträge in den Vereinigten Staaten, Europa und Israel gehalten. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören unter anderem auf Deutsch erschienen Zweierlei Hoffnung, die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland von 98, The Jewish Enemy, Nazi-Propaganda during World War II and the Holocaust, eine bahnbrechende Studie, wie Nazi-Antisemitismus im arabischen Raum verbreitet wurde in den 40er Jahren, vor allem vom Mufti von Jerusalem, von dem Sie vielleicht gehört haben, auch ein großes Thema im aktuellen Buch. Auf Deutsch wiederum erschien es Unerklärte Kriege gegen Israel, die DDR und die westdeutsche radikale Linke, 2019, was übrigens auch bei der Bundeszentrale für einen verbilligten Preis erhältlich ist. Dann eben das aktuelle Buch Israel's Moment, auf Englisch erschienen mit dem Untertitel International Support and Opposition for Establishing the Jewish State 1945 to 1949. Und angekündigt ist bereits sein 2024 erscheinendes Buch mit dem Titel Three Faces of Antisemitism, Right, Left and Islamist. Das wird also bald kommen. Er hat zeitgenössische Themen aus der Perspektive eines Historikers betrachtet, zuletzt in einer Online-Zeitschrift namens Skelett
Da hat er den Essay veröffentlicht, The Ideology of Mass Murder, zur Ideologie der Hamas, also ganz aktuell. Und das Ganze ist am 10. Oktober, 3 Tage nach dem Überfall der Hamas, dort veröffentlicht worden. Seine Bücher wurden mit zahllosen Preisen überhäuft. Ich sage nur ein paar. George Louis Beer Prize der American Historical Association, den National Jewish Book Award, den Sybil Halpern Milton Preis der German Studies Association in den USA und über seine Arbeit über Nazi-Deutschland und den Holocaust und arabische Propaganda und den Bernard Lewis Preis der Association for the Study of the Middle East and Africa. Und das sind nur wenige, die ich gerade nenne, da gibt es noch ein paar mehr. Jeffrey tourt seit letzter Woche in Deutschland, das Mid East Film Forum zusammen mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. hat diese Tour organisiert. Er war schon an den Universitäten Frankfurt, Köln und Oldenburg und ist nun hier bei uns. Und ich darf einmal kurz den Mitveranstalter auch noch nennen, die immer die Räume hier organisieren. Vielen, vielen Dank an das JUFO, kommst du bitte nach vorne, Janne, und darfst auch nochmal begrüßen, an das JUFO der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jan Nikolaisen, ich bin auch ein Kollege von Michael und ich bin hier im Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Brandenburg. Ich darf Sie auch nochmal herzlich willkommen heißen und wenn es irgendwelche Fragen gibt zu den Aktivitäten hier in Berlin, könnt ihr gerne nach dem Vortrag auf mich zukommen. Dankeschön. Und wir werden gerne auch Mitglied werden bei denen auf der Website UFO.de Berlin und Brandenburg. Und jetzt zum Stargast des heutigen Abends, Jeffrey. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen 2008. Also einer der kennen. Ich freue mich sehr. Jeffrey, the floor is yours. Danke sehr. Eins will ich noch sagen, genau. Das ist letzte Woche während der Tour in der FAZ erschienen, Feuilleton, erste Seite, auch über die Hamas und den Mufti. Sie machen den Hass zum Weltkrieg. 20. Oktober. Es freut mich sehr, hier zu sprechen und ich danke Michael und die Deutsch-Israelische Gesellschaft für die Einladung, hier zu sprechen und ich danke auch von Ihnen, dass in der Mitte der Woche in diesen schrecklichen Zeiten hier sind. Mein guter Freund Matthias Kunzel hat geschrieben, dass wenn man Antisemitismus heute kämpfen will, ist es notwendig, über islamischen Antisemitismus zu sprechen und zu schreiben. Und das ist nicht bequem. Und in den Vereinigten Staaten und vielleicht in Europa auch, das macht man nicht popular, ja, innerhalb der Universitäten. Aber es ist wichtiger, es ist more important than ever. Ja? Und wenn man ernst ist, Antisemitismus zu kämpfen, ist es notwendig, eine Hamas-Charta zu lesen. Und vielleicht viele von Ihnen haben schon die Hamas-Charta gelesen, aber es ist auf der Website the Avalon Project in Yale University in English vor 20 Jahren gewesen und es ist auch in Wikipedia auf Deutsch zu lesen. So, was Wichtigste von heute Abend ist, dass Sie eine Hamas-Charta liest. Alles andere ist sekundär. That includes my talk. Ich war als erfreuliche Überraschung, dass die Redakteurin an der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Feuilleton-Abteilung meinen Aufsatz in Quillette veröffentlicht. So, am meisten werde ich über Ancient History, alte Geschichte über den 40er Jahren heute sprechen. Und wir können
eine interessante wissenschaftliche Diskussion über die Gleichzeitigkeit der Anfang des Kalten Krieges und die Gründung des Staates Israel. Aber angesichts was passiert am 7. Oktober werde ich einige Worte auf meinen Fastaufsatz lesen. Der terroristische Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist das schlimmste Massaker an jüdischen Zivilisten seit dem Holocaust, wie Michael hat uns erinnert. Die Brutalität des Verbrechens mag viele Beobachter schockiert haben. Diejenigen aber wie ich, die mit der Ideologie der Täter vertraut sind, dürften kaum überrascht gewesen sein. Dieser jüngste Gewaltausbruch ist das logische Resultat des Judenhasses, den die Hamas seit 1988 unverhohlen predigt. Und eines islamischen Antisemitismus, der im frühen 20. Jahrhundert aufkam und den Palästinakrieg 1948 anfachte. Die Ideologie der Hamas-Führer ist das Produkt der verhängnisvollen Fusion von Nationalsozialismus und Islamismus in den 30er und 40er Jahren. Es ist gar nicht neu. Die Hamas hat die Legitimität eines jüdischen Staates wie jede politische Ordnung, die nicht explizit islamistisch ist, auf dem Gebiet des vormaligen britischen Mandatsgebiet Palästina nie anerkannt. Und ich gehe weiter und Sie können den Aufsatz selbst lesen. Der Punkt ist, dass ich und Paul Berman und Matthias Kunzel und Meyer Littbach in Tel Aviv und Bassem Tibi in Göttingen, wir alle haben versucht, vor 20 Jahren über diese Text, diese Ideologie, wir haben versucht, ein größeres Publikum ihre Aufmerksamkeit zu lenken auf diesen Text. Ohne Erfolg. Wir haben kein wenig Erfolg. Und dann, Leute sind schockiert. Es gibt keinen Grund für ein wissenschaftliches gebildetes, es gibt keinen Grund für die Bildungsbürgertum schockiert zu sein. Kein Grund. Und so, aber genug mit, wir können natürlich nach dem Vortrag, wir können noch einmal über die Gegenwart sprechen. Aber vielleicht es wird eine Erleichterung, ja, ein bisschen Erleichterung in diesen schlimmen Zeiten, über die Vergangenheit zu sprechen. Ersten Punkt. Gleichzeitigkeit. Es gibt eine Gleichzeitigkeit zwischen der Anfang des Kalten Krieges und die Gründung der Staates Israel in 1948. Vielleicht aufgrund der verständlichen Aufmerksamkeit, die Präsident Harry Trumans Unterstützung für die UN-Teilungsresolution am 29. November 1947 und dann seiner Entscheidung, den neuen Staat Israel am Tag seiner Gründung anzuerkennen, gewidmet wurde, haben Historiker und Historikerinnen dem nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt auf der nachdrückliche, beharrliche und konsequente Widerstand des US-Außenministeriums, des State Department von ehemaliger General George Marshall und der brillanten Intellektuell George Kennan, das State Department von George Marshall und George Kennan, aber auch die US-Verteidigungsministerium, der Pentagon und die Central Intelligence Agency, die CIA, sie alle waren ohne Zweifel ganz hart gegen die Gründung eines zionistischen Staates in Palästina. Und diese Tatsache ist nicht genug bekannt. Und besonders, wenn die Linke in Amerika und England und in Europa, England ist Teil der Europa, ja,
Wenn Sie sagen, dass der Staat des Israel ist ein Werkzeug oder ein Produkt des amerikanischen Imperialismus, they don't know what they're talking about. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun in den spät 40er Jahren. Ich bin sehr glücklicherweise ist mein Büro in der University of Maryland nur einen Mile von den National Archives of the United States entfernt. Und so für mich kein Hotels, kein Flugzeug, es ist ganz einfach in den Archiven zu arbeiten. Das habe ich gemacht. Und das State Department von George Marshall und George Kennan ist ganz anders von dem State Department of Anthony Blinken. Ich habe viel geschafft in meiner Karriere. I have to admit that. Aber vielleicht ein Ding, der mich am meisten stolz macht, ist, dass Anthony Blinken war ein Student von mir an Harvard. So, alles, was Anthony Blinken hat geschafft, ist auf meinem Konto zu geben. Ja? Thank God that Anthony Blinken is the Secretary of State. Aber der wichtigste historische Punkt ist, dass das State Department in den späten 40er Jahren war ganz anders als das State Department von heute. Innerhalb amerikanischen Politik, es gab einen öffentlichen Konsens für Unterstützung der zionistischen Projekte. Aber die stärkste Unterstützung in New York und Washington, die kamen aus Liberalen, New Dealers, Linksliberale. Die Linke in den späten 40er Jahren war ein antifaschistischer Linke. Und die zionistischen Projekte aus ihrer Sicht war die logische Implikation, die logische Resultat der antifaschistischen Strömungen des Zweiten Weltkriegs. Es hat gar nichts mit Konservatismus zu tun, nichts mit Imperialismus zu tun, nichts mit Kolonialismus und gar nichts mit Rassismus zu tun. In 1945, Mai eigentlich, hat die französische Armee Hashim al-Husseini in Süddeutschland verhaftet. Und von Mai 1945 bis Mai 1946 ist Hashim al-Husseini unter Hausarrest in der Nähe von Paris. Und amerikanische Liberal wie Emanuel Seller, der Democratic Congressman von Brooklyn, oder Robert Wagner, der Democratic Senator von Brooklyn, the American Zionist Emergency Council, I.F. Stone, Frieda Kirchway, viele, Stefan Wise, sie haben versucht, Sie haben an die Franzosen geschrieben, bitte, würden Sie bitte diese Kriegsverbrecher nach Nürnberg schicken. Ich glaube, du musst erklären, wer Hajj al-Husseini ist. Ja, würden Sie bitte Husseini nach Nürnberg schicken oder jedenfalls nach London schicken, weil die Briten wollen ihn. Ich habe in den französischen Archiven gearbeitet. Und es gibt faszinierende Gespräche zwischen Husseini und die französischen Diplomaten. Henri Ponceau, besonders Henri Ponceau, ehemaliger französischer Botschafter in Lebanon. Und was Ponceau und die anderen französischen Diplomaten, sie haben zum Schluss gekommen, dass es wurde eine ganz gute Idee für Frankreich, wenn sie auf der guten Seite Hashim al-Husseini sein. Französische Macht, es ist nicht notwendig zu sagen Kolonialismus, aber eine französische Stellung in Nahost, um das zu erhalten, es wurde eine gute Idee, auf seiner guten Seite zu sein. Und daher ist Husseini nicht nach Nürnberg geschickt worden. Das war ein Lost Opportunity. Ja? Und Justus Moment hat die Geschichte der Versuch, Husseini vor Gericht zu stellen, dieser fehlgeschlagene Versuch. Ich habe das beschrieben.
Wenn solch ein Prozess stattgefunden hätte, vielleicht dieser üble, das Evil Guy, er wurde nicht nach dem Nahost gegangen und die Geschichte könnte viel anders gewesen. Ich denke, dass wenn mein Freund Danny Diener hier wäre, dann this was one of those other roads not taken. Rassismus. Wie Sie alle wissen, einer der großen Propaganda-Erfolge der PLO während des Kalten Krieges war die Idee, dass Zionismus eine Form des Rassismus ist. Das war, wie Sie erinnern können, in eine Vereinten Nationen Resolution gestellt. Aber es ist, wenn es gibt ich nehme an, es gibt Professoren hier, das ist ein Teil der, nicht nur an der Uni, das ist ein Teil der linken liberalen Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten gewesen. Freud zu zitieren, ist das Argument, dass Zionismus eine Form des Rassismus. Diese Idee ist eine Projektion. Diese Idee ist ein klassisches Beispiel von Projektion. Und mit Projektion meine ich die Führerschaft der palästinensischen Nationalisten waren selbst Rassisten. Und das ist fast ein Geheimnis geblieben. In 1947, in London im Januar und dann im September in New York, hat Jamal Hussein, der Cousin von Haj Amin, hat Jamal Hussein 2 Reden gehabt. Und sie sind ganz lange Reden über, warum das zionistische Projekt war eine Katastrophe. Es war ein Teil des Rassismus, es war Kolonialismus, es war Imperialismus, alle die Ideen, die waren da. Ja? Aber am Ende, das interessanteste Teil dieser 2 Reden war das folgende. Er beschrieb Jamal Hussein im September in den Vereinten Nationen. Das war nicht geheim. Er beschrieb die arabische Welt als eine Rassenhomogenität, a racial homogeneity. Deren Bewohner, ich zitiere, eine Sprache sprachen und die gleiche Geschichte, Traditionen und Bestrebungen haben. Ihre Einigkeit nach Jamal Hussein in all diesen Angelegenheiten ist eine Grundlage für gegenseitiges Verständnis und eine solide Grundlage für den Frieden in einem der zentralsten und sensibelsten Bereiche der Welt. Er behauptet, dass mit diesem Merkmal stellt die arabische Welt einen auffälligen Kontrast zu den Nationen im nördlichen Mittelmeerraum dar, die, Zitat, verschiedene Nationalitäten und inhomogene, das heißt multiethnische Gemeinschaften enthielten. Diese Vielfalt der Interessen, Mentalitäten und nationalen Zielen, nach Jamal Husseini, schuf stets eine Atmosphäre des Antagonismus, die in einem katastrophalen Krieg gipfelte. Anstelle dieser unwillkommenen Vielfalt und Multiethnizität war Jamal Husseinis Alternative zum zionistischen Projekt einen arabischen Staat in ganz Palästina,
der versprochen wurde, die legitime Rechte und Interesse aller Minderheiten zu schützen und so weiter. Ich will ein bisschen verkürzen. Der Punkt ist, dass für Jamal Husseini, Jamal ist ein wichtiger Mann, er war die Botschafter der Arab Higher Committee. Der Arab Higher Committee ist ein non-governmental NGO, ja, in den Vereinten Nationen. Ein ganz erfahrener Mensch. Und der Jamal Husseini hat gezeigt, dass diese sind rassistische Argumente. Diese Argumente sind sie sind eine Kritik, das ist zu mild, eine Kritik der Multi-Ethnicity. Das Fehlen einer Diskussion des Rassismus der palästinensischen Nationalisten spiegelt den betrachteten Erfolg der Propagandakampagne wider, die von palästinensischen Organisationen, den arabischen Staaten und den Sowjetblock in den folgenden Jahrzehnten geführt wurde. Wie ich gesagt habe, der Rassismusvorwurf von Husseini und seinen Nachfolger abgewendet und stattdessen auf kommenden Zionisten angewendet wurde. Forschung in die Realitäten dieser Jahre fordert unser Verständnis der Bedeutung von Rassismus und Antirassismus in diesen Jahren zu überarbeiten, zu ändern. Wer war Rassist? Wer war Antirassist? Diese Frage sollten ganz neu gestellt werden. Das habe ich versucht zu tun in dieser Moment. Ich nehme an, dass viele von Ihnen schon wissen, dass die stärkste Unterstützung in der Vereinten Nationen für die Gründung des Staates Israel kam aus den Sowjetunion. Ja? Und im Mai 1947 hat Andrei Gromyko eine überraschende Rede gehalten in den Vereinten Nationen und er sagte, ja, wir in der Sowjetunion, wir haben eine multi-ethnic society und everybody loves everybody else und wir wollen etwas genau wie so in Palästina. Ja? Und wir wollen, dass die Araber und die Juden, sie werden miteinander leben. Das ist unsere erste Wahl. Das ist, was wir sehen wollen. Aber, wenn das nicht möglich ist, wenn für irgendeinen Grund die Juden und die Araber können nicht in einem Staat leben, dann wir, nach Gromyko, wir, Sowjetunion, wir, Alfred Peterkiewicz aus Polen, wir, Vasil Tarasenko aus Ukrainian SSR, wir, den Sowjetblock, wir unterstützen zwei Staaten. Zwei. Einen für die Araber und einen für die Juden. Warren Austin, der Wall Street Lawyer, er war die amerikanische Botschaft in den Vereinten Nationen und nach Gromyko hat seine überraschende Rede im Mai gehalten, hat Warren Austin, und das war genau die Politik der State Department, wir brauchen ein Komitee. Wir brauchen ein Komitee, um zu forschen, ob das ist wirklich eine gute Idee. Im Sommer 1947, zum Teil wegen das Leiden der Holocaust-Überlebenden in Österreich und Deutschland, zum Teil wegen der Geschichte der Exodus-Schiff und anderer Schiffe, die Emigranten von Marseille und Naples nach
Palästina. Wie sind Headlines? Kriegen sollten, Bischöfe sollten. Ja, was heißt Headlines auf Deutsch? Schlagzeilen. Ja, danke sehr. Die Schlagzeilen. Diese Geschichte von den leidenden Immigranten hat Schlagzeilen überall in der Welt gemacht. Ja? Und die Zionisten hat, ja, wie sagt man, der Wind in ihren Rücken, ja, im Sommer 47. Und öffentliche Meinungen und französischen Kommunisten, französischen Sozialisten, Gaullisten, ehemalige Widerstandskämpfer, Liberalen in England, Liberalen in den Vereinigten Staaten und für eine kurze Zeit in Israels Moment auch der Sowjetblock. Sie haben die Idee einer Gründung des jüdischen Staates in Palästina. Diese Idee ist populär geworden. Und der Präsident der United States, er war ja ziemlich, er war auch dafür. Und dann, wie sagt man Alarmbells? Was ist ein Alarm? Ein Notfall, ja. Warnsignal. Was? Ja, es gab Alarmzeichen, ja, in der britischen Foreign Office und in der State Department. Oh my goodness, was werden wir jetzt tun? Und Israels Moment, in Israels Moment habe ich viel über den Widerstand gegen den zionistischen Projekt innerhalb des State Department und der Foreign Office geschrieben. Gleichzeitigkeit. Ich gehe zurück zu der Idee der Gleichzeitigkeit. In 1947, im März, hat Präsident Truman eine Rede im Kongress gehalten. Der Politik der Vereinigten Staaten wird eine Eindämmungspolitik gegenüber dem Kommunismus. Das ist Truman im März 1947. In Juni 1947 hat Marshall eine berühmte Rede an die Graduation Ceremonies in Harvard University. Das ist eine der berühmtesten Reden in die Geschichte der amerikanischen Diplomatie. Es ist die Marshall Plan Speech. Ja? Und Marshall hat gesagt, wenn wir Kommunismus nicht in Frankreich, in Italien, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wollen, dann müssen wir irgendetwas für die Wirtschaftszuwachs in diesem Land tun. So, das ist der Hauptsache. Der Kalten Krieg war das Main Event, der Hauptsache. Israel, die Juden, das ist irritierend, ja, das ist aber wenn der Hauptsache Eindämmung des Kommunismus war, dann in der British Foreign Office und innerhalb des State Department ist ein Verdacht über die Zionisten größer geworden. Diese Zionisten, sie kamen aus Osteuropa. Sie sind moderner Mensch. Viele von ihnen sind nicht so religiös. Und sie haben, ja, wie Herr Humboldt, sie haben Karl Marx gelesen. Sie sind linke Leute. Und Gromyko hat die Rede gehalten. Vielleicht dieses zionistische Projekt hat irgendetwas zu tun mit dem Expansionismus des Kommunismus. Und die alten Verbindungen zwischen den Juden und Kommunismus, die hier in Deutschland in der Hitlerzeit so berühmt war, die alten Verbindungen war neu gegründet innerhalb des Kopf von Marshall und British Foreign Minister Ernst Bevin. Es gab irgendeine Verbindung zwischen den Zionisten und den Sowjetunion. So, die Kalten Krieg geht in eine Richtung und die zionistischen Projekt geht in die andere. Kathy, du sagst mir aber nicht PowerPoint weitermachen soll. Ja, ich werde
Die Wörter sind wichtiger als die Bilder. Wenn es geht, okay. This is a serious audience. So, William Eddy. Wer war William Eddy? William Eddy war ehemaliger US-Botschafter in Saudi-Arabien. Er war ehemaliger Berater Arab American Oil Corporation, Aramco. Und er war von George Marshall zu seinem Sonderassistenten ernannt. Und in September 1947 hat Eddy ein vernichtendes internes Memo geschrieben. Und er schrieb, dass ein jüdischer Staat in Palästina wurde die nationalen Sicherheitsinteressen der USA im Nahosten schwerer Schaden zufügen. Indem es die Araber verärgerte, wurde es dem Zugang des Westens zu Öl gefährdet. Darüber hinaus wurde ein jüdischer Staat in Palästina Möglichkeit für sowjetische Expansion bieten. Und in den entscheidenden Momenten von September 1947 bis Februar 1948 weitete sich der Widerstand des Außenministeriums gegen die Gründung des jüdischen Staates über das vertraute Gebiet der Arabisten. Die Arabisten waren amerikanische Diplomaten, die in Saudi-Arabien, Lebanon, Ägypten gearbeitet haben und einen neuen Konsens innerhalb der Führung des Außenministeriums ist zustande gekommen. Secretary of State Marshall hat mit Foreign Minister Ernst Bevin gesprochen im September. Und er sagte zu Bevin, dass, Zitat, der grundlegende Eckpfeiler, the cornerstone, der grundlegende Eckpfeiler unseres Denkens darin besteht, die Position Großbritannien im Nahen Osten so weit wie möglich zu behaupten. The fundamental cornerstone of our thinking is the maintenance of Britain's position to the greatest possible extent in the Middle East. Das war der Eckpfeiler der amerikanischen Politik in 1947. Da ein jüdischer Staat in Palästina die britische Herrschaft dort beendet wurde, bevorzugte Marshall die britische Interesse, wie Ernst Bevin sie definiert. Es ist eine faszinierende Geschichte und hier ist wo George Kennan ist hat einen zentralen Kapitel der Widerstand gegen Zionismus geschrieben. Vielleicht viele von Ihnen schon kennt die Bücher und Aufsätze von George Kennan. Und wenn ich im Institute for Advanced Study in Princeton in 1994 habe ich Kennan kennengelernt. He is a great man. Aber wie Billy Wilder hat gesagt, der Filmmacher, yeah, nobody's perfect. And George Kennan was not perfect. Kennan war auch von Marshall als Director der Policy Planning Staff, der Planungsstab im State Department ernannt worden. Und Kennan, wie vielleicht viele von Ihnen wissen, hat The Long Telegram in 1946 geschrieben. Der Long Telegram war über, es war notwendig für eine Veränderung der amerikanischen Verständnis der Sowjetunion nach dem Krieg zu erklären. Ja? Der Krieg war vorbei. Kennan war in der amerikanischen Botschaft in der Sowjetunion in den 1930er
Ja, er war dort während der Säuberungen und der Long Telegram war ein fundamentales Dokument des amerikanischen Kalten Krieges. Und es kam von Kennan, nicht von den Arabisten, er war Director der Policy Planning Staff, nicht ein Vertreter der Aramco Oil. Und mit Kennan dann ist die Widerstand gegen den zionistischen Projekt ein Konsens innerhalb des State Department geworden. Und in Januar und Februar hat Kennan the report of the policy planning staff on the position of the United States with respect to Palestine. Der Bericht des Policy Planning, des Planungsstabs an die Position des Vereinigten Staaten Palestine gegenüber geschrieben. Und er hat geschrieben, dass die Unterstützung der UN-Teilungsplan würde den amerikanischen Interesse in der Region schaden und eine ernsthafte Bedrohung für den Erfolg des Marshallplans darstellen. Da Ölstrom nach Europa drohen. Darüber hinaus gewinnt die UdSSR von dem Teilungsplan, wenn er gewaltsam umgesetzt wird, da den Russen dadurch die Möglichkeit geboten wird, bei, Zitat, der Aufrechterhaltung der Ordnung in Palästina mitzuhelfen. Kennans Memorandum und nachfolgende Memoranden brachten die amerikanische Politik eloquent zum Ausdruck. Im März 48 plädierte die State Department bei den Vereinten Nationen dafür, den Teilungsplan durch einen Treuhandschaftsvorschlag, Trusteeship Proposal, zu ersetzen, der die Gründung eines jüdischen Staates ausschließen würde. Präsident Harry Truman war wütend über das, was er damals als Versuch verstand, seine Unterstützung für die zionistischen Projekte in Palästina zu untergraben. Obwohl er die Palästina-Politik zurück im Weißen Haus brachte, prägte der Widerstand seines gesamten nationalen Sicherheitsestablishment die amerikanische Politik in den entscheidenden Monaten des Kriegs von 1948. Marshall State Department, Außenminister, könnte Truman nicht daran hindern, Israel im Mai 1948 anzuerkennen, obwohl es ihn dringend drängte, dies nicht zu tun. Aber Marshall und das State Department gelang ein Embargo für Waffen zu verhängen, die die Juden während des Kriegs 47-48 brauchten. Als im Frühjahr und Sommer 1948 militärische Hilfe in Israel eintraf, kam diese vor allem aus der kommunistischen Tschechoslowakei. Eine Tatsache, natürlich die Amerikaner und die Engländer wussten genau, was die tschechischen Kommunisten getan haben. Eine Tatsache, der für einige angloamerikanische Militär- und diplomatische Führer ihre Überzeugung bestärkte, dass die neue jüdische Staat ein Keil für die kommunistische Infiltration und Subversion werden würde. Es freut mich sehr, dass Richard Herzinger ist hier heute Abend oder gestern haben wir geplaudert gesprochen über die Wichtigkeit einer Verbindung zwischen dem ukrainischen Widerstand gegen russischen Imperialismus und die Versuch Israel selbst zu verteidigen. Diese zwei Kämpfe sind ganz sollen miteinander als dieselbe Kampf für Demokratie und Menschenrecht gesehen. Im Sommer 1948
Vasil Tarasenko, der nach dem Krieg ist er Chairman of the History Department of Shevchenko Universität in Kiew geworden. Vasil Tarasenko war zusammen mit Gromyko in den Vereinten Nationen Sicherheitsrat gewesen. Und auf der anderen Seite waren Austin und Alexander Cadogan für England, Austin von den USA. Und es sind ganz faszinierende Dokumente, sie nicht im Archiven stehen, sie sind in den Dokumenten der Vereinten Nationen, wahrscheinlich sie sind nebenan in der Preußischen Bibliothek. Am Ivan, der Botschafter für Israel, und Moshe Sherrod, der Außenminister in der neuen Stadt war. Sie haben Argumente gegen amerikanischen und britischen Peace Proposals, Friedensvorschläge. Und Gromyko und Tarasenko hat aber Ivan und Moshe Sherrod unterstützt. Und einmal, zweimal, viermal in April, Mai, Juni, Juli, man sieht, dass Gromyko und Tarasenko hat die Zionisten unterstützt und die Amerikaner und die Engländer nicht. Ich sage noch einmal, der Hauptsache für die Amerikaner und die Engländer war der Anfang des Kalten Krieges und die Eindammung des Sowjetunion und Kommunismus. Das war die Hauptsache. Dieses zionistische Projekt auf ihre Sicht war ein Irritation, ja, es war ein Problem. Während des Krieges, wie Benny Morris hat so gut beschrieben, brauchten die Juden Waffen. Nicht nette Worte aus Washington, das war nicht genug. Es war sehr nett, dass Präsident Truman hat die neuen Staat anerkannt. Das ist wichtig. Aber im Notfall, während des Krieges, brauchten die Juden Waffen. Und die wichtigsten Waffen kamen aus der Tschechoslowakei. Weil Stalin hat gedacht, dass vielleicht die Juden waren wirklich gegen die Imperialisten. Ja? Dass die Juden wirklich dass die Juden haben Erinnerungen an die Roten Armee, ja? Und an den Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht dieser neue Staat wäre auf der Seite der Sowjetunion während des Kalten Kriegs. In den ersten Wahlen in spät 48 hat die Israeli Communist Party 2% der Wähler bekommen. Und dann Stalin hat verstanden, dass die Zionisten linke Leute waren, aber auch Demokraten. Sie waren nicht Kommunisten. Stalin hat einen Fehler gemacht, George Marshall hat einen Fehler gemacht, Ernst Bevin, die alle haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben die Zionisten gar nicht verstanden. Nach dem Krieg hat die amerikanischen Botschafter nach Israel, James McDonald, ein Gespräch mit David Ben Gurion und Moshe Sherrod geführt. Und der Anlass für dieses Gespräch war eine Bedrohung von dem State Department. Dass wenn Ben Gurion nicht in 1949 die palästinensischen Refugees, nicht Immigranten, wie sagt man, der Flüchtlinge, wenn er nicht die Flüchtlinge zurück in der neuen Staat Israel erlauben würde, dann die Vereinigten Staaten wurden ihre Stellung Israel gegenüber überdenken. Ja? Und
der Brief sagte, after all we've done for you, nach alles von was wir für Sie getan haben. Sie sollen zu uns hören. Und David Ben-Gurion war ein Mann von weniger Worten. Nach ich Israels Mord geschrieben habe, denke ich, dass David Ben-Gurion war, er war für ein ganz kleiner Staat, er war einer von den großen politischen Führern des 20. Jahrhunderts. Er sagte zu McDonald, dass die Vereinigten Staaten hat dieses Waffenembargo unterstützt während des Krieges. Zitat von den Notizen McDonald. Ben-Gurion. Hatten die Juden in Palästina auf die USA oder auf die UN gewartet in 47, in 48, während des Krieges, während sie ausgerottet wurden? David Ben-Gurion. Wenn sie auf den USA abhängig waren, während sie ausgerottet wurden, das ist nicht genug bekannt. Dieser Verdacht in Washington gegenüber dem neuen Staates Israel, das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Es gab von 48 bis 67, Israel hat einen wirklich alliierten Staat. Ein Staat, der nicht nur nette Worte oder wie Deutschland Geld geschickt hat, aber auch Waffen. Und dieser Staat war Frankreich. Frankreich war der wichtigste Bundespartner Israels in den ersten 2 Jahrzehnten ihres Existenz. Natürlich nach dem Sechstagekrieg und die berühmte Presskonferenz mit de Gaulle hat alles verändert. Die amerikanische Bündnis mit Israel in einem konsequenten Sinne fängt wirklich nur nach der Sechstagekrieg an. Und was wir von Präsident Biden und Secretary of State Blinken in unserer Tag sehen, ist ganz anders als das State Department in den ersten Jahrzehnten des Existenz Israel. So, ich komme zum Schluss. In Deutschland und in mein eigenes Land haben Befürworter eine postkoloniale Interpretation, die seit Jahrzehnten von der Sowjetunion, dem Sowjetblock und der PLO vorgebrachten Argumente wiederbelebt. Wonach die Zionisten mit Unterstützung der Vereinigten Staaten die Erinnerung an den Holocaust missbraucht hätten, um das zionistische Siedlerkolonialprojekt zu rechtfertigen. Solche Ansichten stellen die Realität der Israels Gründungsjahre auf den Kopf. Diejenigen, die dann am meisten über den Holocaust sprachen, um die Gründung des jüdischen Staates unterstützten, taten dies in Opposition zur amerikanischen und britischen Politik in den ersten Monaten des Kalten Krieges. Diplomaten des Sowjetblocks bei der Vereinten Nationen, amerikanischen Liberalen und französischen Sozialisten betrachteten das zionistische Projekt mit Recht als modern, antikolonial, antirassistisch und antifaschistisch. Angesichts der Debatten
die sowohl in Israel als auch in Deutschland geführt wurden, ist es besonders wichtig, sich diese Realitäten vor Augen zu führen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. There's a story about Stalin. I have to tell this in English. In 1937, he was giving a speech, and when he this may be apocryphal. I don't know if this is true or not, but when he finished speaking, people kept applauding and applauding, and this is the longest applause I've ever received. So the 5 minutes, 10 minutes. Some of the party members were in their 60s and 70s. People were exhausted. And 15 minutes, and this was at the height of the purges. And so people are absolutely terrified. Who's going to sit down first? Finally, 40 minutes later, some exhausted 70-year-old person sits down. Ah, there he is. We got him. So. Die sind Leute aus der Ivy League, und sie war ganz freundlich mit der Ölindustrie und die Vereinigten Staaten in den späten 40er Jahren war der Antisemitismus war eine Realität. Ja. Hier, das ist wunderbar. Hier ist ein Demo, Madison Square Garden, in 1946. Und Escape for the Nazi Mufti, but no rescue for the Nazi victims. Das ist ein Demo, der versucht, Druck auf Briten zu machen, sodass die jüdische Flüchtlinge nach Palästina gehen. Das ist Henri Panzo, hat die Gespräche mit Husseini geführt. Das ist Frieda Kirchway. Wenn Sie The Nation Magazine in diesem Tag liest, dann können Sie viele Argumente lesen, warum Zionismus ist ganz übel, der Staat Israel ist für alle die schlechten Dinge verantwortbar und ein ganz guter amerikanischer Liberal sollte Israel angreifen. In den 40er Jahren und zwischen 45 und 49 ist diese Frau, der Frieda Kirchway, Redakteur der The Nation Magazine. Und in Israels Moment habe ich beschrieben, was Frieda Kirchway geleistet hat. Sie ist eine fabelhafte Frau. Sie hat viele Aufsätze über Husseini und die Nazis, die Ölindustrie und Israel ist wirklich. Hier ist Robert Wagner, ist dieser amerikanischen, er ist ein Verbündeter von Franklin Roosevelt, ein Unterstützer der New Deal. Wir haben keinen wirklichen Wohlfahrtsstaat, meine Frau erinnert mich immer in den USA, aber wir haben ein bisschen, das heißt Social Security, und er war einer der Gründer der Social Security Act. Emanuel Seller, wie heißt auf Deutsch Sparkplug? Gibt es in einem Car, Sparkplug? Zündkerze. Ja, er war der Zündkaster, er war der Zündkaster in Congress. Der Seller war, er war ein kampfender Jude. Ja. Und er wollte Husseini nach Nürnberg schicken und viele andere Dinge. Und das ist hier, Entschuldigung, das Bild ist nicht so gut. Das ist Gromyko auf der linken Seite, das ist
Alfred Fiedorkiewicz. Alfred Fiedorkiewicz. Das ist ein wichtiger Name. Gibt es jemanden aus Polen hier? Ah, wunderbar. So, Alfred Fiedorkiewicz war der Vizepräsident der General Assembly in 1947. Und er hat eine Rede gehalten im Mai 1947. Und er sagte, wir Polen, wir Leute aus Polen, wir fühlen uns mit den Juden verbunden. Ja, okay, das ist ein bisschen Fairy Tale, aber, ja. Aber das ist Politik. Ja? So, er sagte, die Juden in Europa waren von den Nazis vernichtet worden. Die waren ermordet von den Nazis. Das ist das ist die Wahrheit. Und ich, Fiedorkiewicz, ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Und warum weiß ich, dass diese Dinge stattgefunden haben? Weil ich, Fiedorkiewicz sagte, war in Auschwitz-Birkenau für 1,5 Jahre und ich habe mit meinen eigenen Augen, was die Nazis getan haben, gesehen. Das ist Truman und Marshall. Und hier ist Jamal Husseini auf der linken Seite, ein ganz moderner Mensch. Ja? Nicht ein Fundamentalist, aber er war der Palästinenser in den Vereinten Nationen, hatten starke Vertretung mit der Arab Higher Committee. Und er war, ja, so auf der linken Seite ist Robert Lovett, Under Secretary of State, und hier ist der Kennan, George Kennan. Viele von seinen Büchern sind sehr lesenswert, aber in amerikanischen, er war, wie sagt man, a man of his times. Ja? Mit all die Vorurteile aus diesen Zeiten. Er war brillant, er war eloquent, aber er hat viel zu den antizionistischen Konsens innerhalb des State Department. Er hat viel diesen Konsens zu bilden. Okay, und hier, das ist ein interessantes Bild. Auf der linken, ganz links, das ist Vasil Tarasenko. Ja? Und das ist wichtig, ich mag diesen Bild sehr, weil wenn Putin hat gesagt, dass die Ukrainer sind alle Nazis, er hat das Geschichte des ukrainischen Antifaschismus unterdrückt oder vergessen. So, dort sieht man Tarasenko und Gromyko und hier ist Alexander Kadiman und Warren Austin. Natürlich, 1949, wenn Stalin seine Meinung verändert hat, die Geschichte des Israels Moment ist in sowjetischen Propaganda ganz vergessen und unterdrückt. Und das ist das ist Das ist ein guter Weg zu Ende. Ja. Der ist der große Mann. Danke. So, jetzt machen wir die Q&A. Ich darf eine Spendendose rumgerät und was rein. Einmal so durch jede Reihe gehen lassen, bitte sehr. Ich habe das Privileg, die erste Frage zu stellen. Du sagtest, man muss nach der Lektüre deines Buches
Vorstellungen von Rassismus und Antirassismus neu überdenken, überarbeiten. Weil der Vorwurf aktuell ja immer kommt. In den Universitäten, von den Postcolonial Studies, du hast ja das Stichwort Siedlerkolonialismus erwähnt, inwiefern muss man es überdenken? Would it be alright if I answered in English? Will you go to the microphone? Ich könnte das auf Deutsch antworten, aber there's a cliche that all of us who were leftists when we were young know. And the cliche is that people of color can never be racists. That the only people who can be racist are white. Well, that's not true. And the PLO was fabulously successful in convincing much of world public opinion that the Zionists, who agreed to a two-state solution and who wrote the Israeli Declaration of Independence. How many of you have read the Israeli Declaration of Independence? Please go home tonight and read it. It's a fantastic document. It's an anti-racist document. And it's not well enough known. So the Zionist project was explicitly opposed to racism. And what Jamal Husseini said in 1947 was the truth about what he really believed. That the best way for the Middle East to have peace would be for the Middle East to be completely Arab. I was in the Auswärtige Gesamtarchiv today, and the files from the German embassy in Cairo in the 1980s have extensive files about the repression of the Copts or the Baha'i. Not only the Jews. And so this notion about Islamic anti-Semitism and Arab racism does not mean that all Muslims are racist or all Arabs are racist. That's stupid and it's false, and that's not what I'm saying. But I am saying that Jamal Husseini was a racist, and Haj Amin al-Husseini was a vicious anti-Semite. And it's important to say that. And that it's important for young scholars to know that they have a chance at an academic career if they decide that they want to do research on anti-Semitism in the Muslim world or racism in the Arab world. We Americans, we feel an obligation to write about white racism, just as German representatives of the tradition of Aufarbeitung der Vergangenheit feel an obligation, not a guilt, but a Verantwortung, to write about National Socialism. You don't do that because you feel guilty. We do it because we feel we have a moral responsibility. And like intellectuals like Fuad Ajami or Boualem Sansal, we need to support those in the Arab world who are willing to look honestly at their own history of intolerance, which they have not, on the whole, done. So there's work to be done. The problem is, and I don't know, I'm pessimistic, is that in order to write about the history of the Hamas Charter, you have to read
deeply in the history of Egypt from the 1940s up to the present. You have to read deeply in the history of Arab intellectual and cultural history. You have to learn Arabic. But when you do that, then you are in an academic discipline which has passed boycott resolutions against the State of Israel. So a young historian or political scientist or anthropologist who would decide to work on these issues would have a great deal of difficulty finding a job in the academy. So if there are full professors in the room, Lehrstuhlinhaber, support the young people. They need your support. They need our support. And at first it's racist, Islamophobic, imperialist, all the other terrible things. But I'd like to tell my wife that the most important section of the Washington Post is the Metro section. Because 200 people have been killed in Washington, D.C. They have been murdered since January. I don't think 200 people have been murdered in Berlin since January. And overwhelmingly, the Black lives lost were lost because at the hands of other young black men. And the mothers get on local television and they say, Black lives matter. Black lives matter. My child is dead. Black lives matter. And I think that hopefully within the discipline that examines Islam, that, again, I have in mind, just today, reading about Egypt in the 1980s and early 90s, well before 9/11. It was horrible. And who was being killed? Other people in Egypt. So, that's what I mean by saying rethinking the meaning of racism. It's going to be very difficult. I'm a retired professor. I can say what I want. I would not advise somebody who's starting out in their career to say these kind of things. But I think about the black mothers in the black neighborhoods in Washington, D.C., who say Black lives matter. All Black lives matter. We're a long way from that, in dealing with these kind of issues. I'm going to give shorter answers. Thank you, Jeffrey, for that answer. Really great. Thank you. Jetzt machen wir Fragen aus dem Publikum. Ich kriege gleich die erste, da geht eine Hand hoch von Herrn Herzinger. Machen wir ihn zuerst. Und dann kommt die zweite da. Ja, vielen Dank, Jeffrey, für diese spannende und wirklich lebendige Rede. Ich habe übrigens auch noch einen Witz über eine Stalin-Rede. Ich hoffe, nicht allzu viele kennen den schon. Stalin spricht auf dem Parteitag auch auf dem Höhepunkt der Säuberungen und alle sind gebannt und dazu. Plötzlich niest einer. Stalin unterbricht die Rede und fragt, wer war das? Und niemand meldet sich natürlich. Okay, dann Stalin sagt, erste Reihe erschießen. Ja? Die werden abgeführt und erschossen. Und er spricht weiter. Und wieder niest einer. Wieder dasselbe. Naja, nachdem 3 Reihen erschossen worden sind, spricht Stalin weiter. Und wieder niest einer. Und Stalin fragt wieder, wer war das? Und jetzt hält derjenige das Nachricht nicht mehr aus. Zitternd steht er auf und sagt, ich war das, Genosse Stalin. Und Stalin sagt, Gesundheit, Genosse. Und die Frage? Jetzt kommt die Frage. Ich hätte 2 Fragen. Einmal zu der Sowjetunion. Vielleicht könntest du noch mal darauf eingehen, was eigentlich der Punkt war oder die entscheidenden Punkte für diesen
Kehrtwende der Sowjetunion, die ja dann auch zu den antisemitischen Säuberungen geführt hat, Anfang der 50er. Was waren da so die ausschlaggebenden Punkte vielleicht? Und das Zweite, warum gerade Frankreich so ein konsequenter Unterstützer Israels gewesen ist, was da der Hintergrund ist. Vielen Dank. Danke für deine Frage. Und der Witz, ja. Die Veränderung der Politik war einfach, das war Machtpolitik. Ja, es war ganz klar, dass, as I said, it was clear to Stalin that he had made a mistake, that the Zionists were not going to be a Trojan horse for the Soviet Union in the Middle East. Originally, the Communists and the British Foreign Office and the State Department made the following argument. The Arabs are very religious, they're very conservative, they're very traditional, they hate communists. Right? There's, like, we don't have to worry about communism in Saudi Arabia. Yeah? They persecute communists. But when it became apparent that the State of Israel was not going to be on the side of the Soviet Union, then there also was the opportunity for the Soviet Union to gain influence in the Arab world and undermine Western access to oil. So that too is part of the Cold War, Stalin's effort to undermine American policy in Western Europe. There's quite a bit. Laurent Rucker is a historian in Paris who's written very well about the Soviet surprise in May of '47 and then the change of policy. And then there's also anti-Semitism, and Stalin's anti-Semitism in the Soviet Union. The French story is very important. The French Interior Ministry was led by Edward Depreux and then Jules Moch, and they were both followers of Leon Blum, and they worked with the Haganah and the Mossad from 1945 to 49 to facilitate Jewish immigration from Marseille. And the Interior Ministry controlled the police, the ports, passports, visas, and they facilitated the Jewish immigration to Palestine. The French Communist Party in summer of 1947 described the Exodus as a floating Auschwitz, one of the members of the Central Committee of the French Communist Party, whose name escapes me right now, gave a speech which then became an article in which he discussed the support of the French Communists for the struggle of the Vietnamese people and the people of Indonesia and the people of South Africa against Western colonialism, and he included the Zionists in this catalog of anti-colonial movements that the French Communist Party supported. So but it wasn't just the French Communists. I mean, the Gaullists, the Socialists, Liberals, they saw the Zionist project as part of the continuation of, very much in tune with the values of the French resistance against the Nazis. And when they thought back on World War II, and Frieda Kirchhoff made this point as well. People didn't forget the Second World War in 1945, 46, 47. It wasn't as if people did, oh yeah, well that's over now, let's just all look ahead. There was a lot of that, but Kirchhoff and Jean-Paul Sartre too. Jean-Paul Sartre supported sending weapons to the Zionists.
lost my train of thought. For them, when they thought back on World War II, what did the Jews do in World War II? I mean, the Jews in Europe, of course, you know what happened to them. But what about the Jews in Palestine? What did they do? They joined the British Army and they fought the Nazis in large numbers. And now, much of the Arab world was not involved or politically engaged, but there was the Muslim Brotherhood, there was Husseini in Berlin, and there were not all Arabs. There were anti-fascist Arabs who fought with the Allies. But when they thought back on the war, there were these prominent Arab figures who not only worked with the Nazis, but now they were head of the Arab Higher Committee in Palestine after the war. So the memories of the war were very fresh. And for the French, in the Interior Ministry, so the French government was divided. On the one hand, you had people like Ponceau, in the Quai d'Orsay, said, in order to sustain French influence in North Africa and in Lebanon and Syria, we need to be on the good side of Husseini. But the Interior Ministry, which was left-leaning, said, no. They even said, people say that the Jewish state is going to be a Trojan horse for the Soviet Union. There was a historian named Benzion Netanyahu. You may have heard the name Netanyahu. And along with Joseph Schechtman, who was a historian in New York, they sent a letter to the State Department. And they said, there are people who are saying that the Zionists are going to will support the Soviet Union, but in fact, the Zionists are Democrats, and they will be allies of the United States. So don't antagonize them. In those years, Benzion Netanyahu was a liberal. And the French socialists in 1947-8, in the Interior Ministry or the Justice Ministry, I can't remember which, made the same point. He said, now we have in Israel a left-of-center government which is opposed to the communists and in favor of democracy. Just as was the case in the French Socialist Party or the German Social Democrats or the British Labour. Then it was France, that French scientists and engineers who worked with the Israelis to develop the nuclear project. And Israel, as many of you know, won the Six-Day War with French Mirage jets. So John F. Kennedy gave some weapons, not a lot. Lyndon Johnson a little more. The embarrassing fact, some facts are embarrassing. The real American alliance with Israel began under Richard Nixon and Henry Kissinger in 1969-70, during the Yom Kippur War. And I've discussed that in a previous book, because Nixon and Kissinger, Nixon is the decision maker, sent the weapons. And so there was this enormous American Air Force resupply operation. And Willy Brandt decided that the planes could not land in Rhein-Main Air Force Base. Now, we're not involved. We're neutral in this war. Right? We're neutral. Wir sind für Frieden. Ja? Wir wollen mit Waffen. Wir haben nichts zu tun mit Waffen. And this was in the Yom Kippur War. And the tensions between the United States and the Brandt government were very sharp in those weeks. That's when the real American alliance with Israel, in military terms as well, began. The next question here. Ja, ich wollte nochmal nachfragen, warum ausgerechnet die CSSR praktisch die Waffen geliefert hat, ob das die Entscheidung der CSSR war und das unter Billigung Stalins oder ob das direkt aus Moskau die Order kam
Und ich habe noch eine zweite Frage hinterher. Man sagt ja, okay, auch durch den Pan-Arabismus und so weiter und so fort, so dieses rassistische Ressentiments, die die Leute gepflegt haben, hat man ja auch das damit verbunden, diesen islamischen Konservatismus. Aber wir wissen ja auch PLO und Fatah, die beruft sich ja vor allen Dingen auf eher eine marxistische Ausrichtung und wurden ja teilweise von der Sowjetunion später als Verbündete hofiert. Also wie ist da der Wandel zustande gekommen? Diese zwei Fragen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann würde ich das Folgende sagen zum zweiten Teil Ihrer guten Frage. Meyer Liptak at Tel Aviv University has written interesting things about die Verbindung von Islamismus und Säkularität innerhalb der PLO. Und in 1948, dann mit Clinton in 2000, we're talking about Arafat in 2000 with Clinton, he had Ehud Barak offered him to stay. Why did he say no? Why did he say no? Now, was it because he's a Marxist-Leninist or a secular leftist anti-imperialist? Maybe. But was it also because there was an element there that didn't accept the state of Israel at all? I'm not a historian of the PLO, but I think that it's interesting. It's important to think about this because Arafat had the opportunity to form a state in 2000. The reason this horrible government is in Israel today and divided the country and have these lunatics in the cabinet, this horrible right-wing government that has responsibility for the disaster of October 7th of making it possible. The reason that it's there is because the PLO over and over again said no. And then Hamas came along and made every effort to prevent a settlement. So clearly what the Israeli government somehow needs to do in the future is find some way to see if there's some secular politics, in the West Bank or the Arab world that would accept a compromise. The question of the autonomy of the Czech government is the Czech communists who sent weapons to the Israelis were people who participated in the Czech coup of 1948, which was part of the Stalinization of Czechoslovakia. So these are not reform communists. My assumption is that they would not have done so if Stalin had not approved. But, and perhaps you already know this given your question, this also opens up fresh thinking about the Slansky trial. Because why was Rudolf Slansky and the other 11 executed? Why were the anti-Semitic themes of the Slansky trial so pronounced? Why were they accused of being part of an American Zionist conspiracy to destroy communism? And one answer is that they were associated with sending the weapons to Israel. So, I think that the Czech historians at the Masaryk Institute in Prague
and some of the other institutes there have done excellent work on that. That's not an adequate answer to your question, but that's as far as I could go. Dann die nächste Frage. Ja. Ja, meine Frage, warum haben denn die USA, die ja, wie Sie ausgeführt haben, gegen einen zionistischen Staat waren und auch den zionistischen Staat ja nicht unterstützt haben, warum haben die denn im November 1947 für den UN-Teilungsplan gestimmt? Also im Gegensatz zu Großbritannien, die haben sich ja enthalten. Ja, warum haben die dagegen waren, dafür gestimmt? The President of the United States is not the king. Harry Truman was in favor of recognizing the state, and he made that decision, and it was crucial. But if he were going to lift the arms embargo, he would have had to fire George Marshall, and fire George Kennan, and fire James Forrestal, the Secretary of Defense, and fire Mr. Hillenkotter, the head of the Central Intelligence Agency, and get rid of his entire national security establishment in the same months in which they were beginning the Cold War with the Soviet Union. That was impossible. So, as far as the main event was concerned, Harry Truman was very unusual because he was a ganz-hart anti-communist, and he also supported the Zionists. But there was only so much he could do. He did as much as he thought he could, that at least that's my assessment. Danke für die Antwort. Wer hat noch eine Frage? Andreas Seiner, bitte, der Kollege vom MRWP. Ja, ich muss leider wieder aus der Vergangenheit mehr in die Gegenwart springen, weil mich Ihre Meinung dazu interessiert. Sie haben ja ausgeführt, wie den Erfolg der PLO in den 70er Jahren, Zionismus und Rassismus zusammenzubringen und so weiter. Ich würde aber, es erscheint mir so, dass das, was wir heute sehen an sogenannten linken Antisemitismus, postkolonialem Antisemitismus, nochmal etwas anderes ist. Der Cold War ist jetzt seit 30 Jahren vorbei. Das bewegt sich in einem völlig anderen Orbit. Es gibt keine Sowjetunion, die im Hintergrund die Fäden zieht oder sowas. Das heißt, das ist natürlich auch ideologisch eine andere Frage. Und Sie haben vor 15 Jahren die Frage gestellt auf unserer ersten Iran-Konferenz, wo sind die Antifaschisten? Wo sind die Antifaschisten, die gegen dieses antisemitisch-klerikal-faschistische iranische Regime sind? Wenn ich mir aber den Vorlauf anschaue zu dem, was wir heute leider, was ich an wirklich schockierenden Bildern an amerikanischen Campus sehe von Übergriffen, die es dort jetzt gibt, muss man auch die Frage an die also nicht nur an die Studenten, sondern an die Akademiker zurückstellen, wo sind die liberalen und warum nicht linken Akademiker in den USA, die gegen diese heutige Ideologie Einspruch erheben. Und ich muss noch etwas unangenehmer machen. Wenige Wochen vor diesem Angriff der Hamas gab es eine Petition, The Elephant in the Room, wo Hunderte, ich denke über 1000 Akademiker unterschrieben haben, so wie ich sehe, die meisten aus den USA, natürlich sämtliche Antizionisten, die wir kennen aus der Akademie weltweit, aber eben sehr renommierte Personen, von denen man es nicht erwartet hätte. Und in dieser Petition wird im Grunde gesagt, schön und gut, Justizreform Netanyahu, kann man dagegen sein, kann man protestieren. Das eigentliche Problem ist aber ein ganz anderes, viel tiefer. Und eigentlich, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber eigentlich fängt es nicht 67 an, eigentlich fängt es schon 47 an. So kann man das lesen. Und es ist in dieser Petition, die fordert, Druck auf Israel auszuüben, keine Unterstützung mehr aus den USA zu geben, ist kein Wort von Hamas, ist kein Wort
vom Iran. Und das ist meine Frage, wie sehen Sie das? Also, und es sind eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, die das unterschrieben haben. Wie kommt das? Ja. There's a lot of cowardice involved. Never underestimate cowardice. Feigheit. Many of the people that have signed those statements know nothing about the Middle East. Zero. There are no new ideas. There are no ideas that I've heard about Israel from the left in these petitions that were not articulated in the 1960s and 70s by my, and from some of you, our generation. None. And what happened was that some people became professors, and then they got tenure, and they're there for 30 years. And then they teach students that Israel is a racist, colonial, settler, imperialist state. And I think one of the things the new left in the United States and even in West Germany, on the whole, did not accuse the Zionists of using the memory of the Holocaust to extort money from Germany. The Holocaust hoax was a theme of neo-Nazi writing. The attack on Aufarbeitung der Vergangenheit as a catechism and the idea that get over your guilt has now moved from the extreme right to become part of the left. It's in order to say, as I said, in order to, I think for many Jews in the United States, in the universities, they're feeling very alone. Because they have known these people who, the world is burning up, they want to save the climate, Black Lives Matter, fighting against Trump, and Trumpism. And there's a member of the Los Angeles City Council who said, my leftist friends are in favor of three things. They want to do everything to reduce climate emissions. They're against white supremacy and racism. And since October 7th, they seem to be in favor of killing Jews. So I think that many of the people who signed those petitions, well, I can't speak for them, I don't know what they think, but kurz gesagt, it took a long time for this set of ideas to become institutionalized in so many universities. And it's going to take a long, as those of you who've read Thomas Kuhn's Structure of Scientific Revolutions know that professors are some of the people who are the last persons to ever change their mind. Right? Because we're all so brilliant and we know so much, how could we ever make a mistake about anything? So when people, I don't expect most of these people to respond to October 7th as a decent person would. They have too much invested over many years in interpreting things that way. But one of the most interesting things that's happened in the United States since October 7th was the reaction of black politicians. Not black academics, but black politicians. Hakeem Jeffries is the leader of the Democrats in the House of Representatives, black congressman from Brooklyn.
Hakeem Jeffries, you can see it on YouTube, gave a speech, "We stand with Israel." Cory Booker is the African-American senator from the state of New Jersey. Hamas is evil. So the black politicians in Washington have diverged a bit from what is common in the universities. One thing that exists in Germany, and it's obvious here this evening, in the Deutsch-Israelische Gesellschaft, is that there is a tradition of people, whether they're Jewish or not, who recognize fascism when they see it. And so there's a very special contribution that German, what's the proper word? German people, intellectuals, scholars, writers, whatever, human beings, have to make to this international discussion. This has been a sort of a turning point for a lot of younger people, especially, including our daughter, who had to remind people at the, she's one of the parents at the school, had to remind the other parents at the school that, you know, why haven't you been clearer about what Hamas did? We've been involved, and there are many, many young Jews in the United States, or middle-aged Jews, who are experiencing the same thing. So you think it's really okay if people massacre a bunch of Jews and you're not going to say anything? I think some of the famous historians who have signed those statements, and I know them, I can't really be their friend anymore. I can't be their friend anymore. I almost don't want to refer to them by their first name. I'll just keep referring to them by their last name. All the friendliness and the politeness, and, you know, how are your children, and all that. No. No more. Wer möchte noch eine Frage stellen? Bitte melden, dass der Moderator eine Chance hat. Bitte sehr, ja? Der Exodus der Juden aus den arabischen Ländern, ist das eigentlich ein Exodus, der jetzt nach der Gründung Israels kam, weil ein Platz gab, wo man hingehen kann und es schon immer einen arabischen Rassismus gab? Oder ist dieser Rassismus so stark entstanden nach der Gründung Israels? Einat Wilf is an Israeli labor politician who now is a writer. Einat Wilf has written a bit about this. I think one of the worst things that is a result of the boycott campaign is that people don't read Israeli scholars. And Israel has a very lively scholarly and intellectual life. I'm sure that there are Israeli historians who have written about this. Georges Bensoussan in Paris has written very well about the exodus of Jews out of the Arab lands. Your question makes me think about, and I've thought about this a lot. I've been thinking a lot about arithmetic. And there are about, 10 billion people in the world? 17 million are Jews. Maybe 18, maybe 16. It's like a tiny fraction of the world population. So when a tiny fraction of the world population wants to raise the issue about this close to 1 million Jews who were expelled or fled from Syria and Iraq and Morocco and Libya, during and after the establishment of the State of Israel, at the United Nations, there's one Israel. One. And then maybe Germans will help, maybe Americans will help, but there are a large number of countries that are not supportive or sympathetic. Numbers matter.
And so the Palestinians want to talk about their victims, and the Israelis are so huge. Israel, and that's why this moment is so upsetting, so important, that Israel is fighting for its existence. This is an Überlebenskampf. And there are very few Jews in the world. And we know it. That's why anti-Semites love to talk about how we control the media and control the economy. Read the Hamas charter. You may not have known that the Jews were the responsible for the French Revolution. We caused World War I. We caused World War II. We run Hollywood. We run Wall Street. Very powerful. 17 million people out of 10 or 11 billion. Numbers matter. And in response to the question about why so many academics sign these petitions, they don't sign petitions denouncing China. They don't sign petitions denouncing Russia. They don't sign petitions even denouncing Turkey. Because they know there are a lot of Chinese and a lot of Russians, and they have a lot of guns and a lot of weapons, and if you criticize them, well, but deep down people know that there are very few Jews. Very few Jews. And it's not dangerous to criticize them. The establishment of the State of Israel meant that for the first time in 2,000 years, it got dangerous to kill a Jew. Before then, it wasn't dangerous. So, your support, I interpret your support as a result of the fact that you have a certain moral compass within yourself. Not because you feel guilty about something, but because you have a sense of right and wrong. And this battle is it's far from over. My friend Richard Landis has written a fine article in Quillette. Every single day of this war, there's going to be a choice for millions of people to make all over the world. And the choice is very simple. And Joe Biden has made that choice. Hamas is a bunch of liars. You can't trust anything they say. Not the numbers, nothing. Don't trust a single thing they say. You don't have to trust everything that Israel says on faith, but likely, who are you going to trust? When that rocket landed and the New York Times and the Washington Post decided that, for 24 or 48 hours, that it was the Israelis, they failed that basic test. So every day of this war, there's a propaganda machine that is going to be asking you, who do you believe? Do you believe Hamas or do you believe Israel? Do you believe a terrorist organization or do you believe a democracy, which has a terrible coalition government? Now it's a unity government. That's better. And I come back to arithmetic, because when you're at, who do you believe? Do you believe the millions of people around the world who are supporting Hamas, or do you believe this little state of Israel? I had this horrible thought. About 25 years ago, there was a television station, Al-Manar, produced by Hezbollah, and it actually showed a clip of films from the Holocaust in which the announcer was cheering. So sometimes I think that Hitler and Himmler made a huge mistake. They should have broadcast the Holocaust on the radio. Here comes another train, another 5,000 Juden into the chambers. And now we'll be rid of this evil people. And maybe people in Europe would have cheered. Oh, they're getting rid of the Jews. Isn't that wonderful? I mean, it makes me sick to think about the people around the world who are cheering after October 7th. But, again, Biden is the right man to be president at the right time. And Tony is too.
They could not have been clearer. And they shocked a lot of people in the United States. The President of the United States did. And I'm sure that he encouraged and stiffened the spine of Olaf Scholz and Mr. Macron. No president has been so clear as Biden. We don't care if you're only 17 million people out of 10 billion. We stand with you. And so I hope that'll have some impact on the mood in the university. Letzte Reihe und dann schieben Sie nochmal, ich denke, das sind dann die zwei letzten Fragen, aber die zwei ganz hinten, letzte Reihe, ganz hinten. In der Mitte war. Ganz hinten in der Mitte, mal das Mikrofon durchgehen. Da und dann da. Da ist auch noch was zu trinken. Bitte sehr, die Dame. Mein Name ist André, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie sprachen von Feigheit, Cowardice. Es ist jetzt ein bisschen sehr konfrontativ, was ich sage, aber wir haben sehr viel mit NGOs in diesem Bereich zu tun, die sich mit postkolonialistischen Ideen befassen, mit Antirassismus, die Millionen erhalten, auch von der deutschen Regierung. Und auch in diesen Kreisen, sage ich jetzt mal, fällt es schwer, zum Beispiel eine sehr große, einflussreiche NGO wie die Open Society Foundations zu kritisieren. Das ist möglich, ohne antisemitisch vorzugehen gegen den Gründer, von dem man auch gar nicht weiß, inwiefern er überhaupt im operativen Geschäft tätig ist, dieser Stiftung. Das geht ohne Dämonisierung. Nachweislich hat diese Organisation, die Open Society Foundations, auch in Deutschland unglaublich viele schreckliche NGOs und islamistische Vereine sogar unterstützt. Und auch hier lese ich zum Beispiel in der Jüdischen Allgemeinen, ich will es jetzt einfach mal ganz plastisch machen, immer wieder davon, es ist ein Philanthrop. Er möchte Offenheit. Die Open Society Foundations stehen für Toleranz und Offenheit. Und ich finde das sehr schwierig. Also die Frage darauf. Genau. Warum fällt es so schwer, das hatte ich gerade zu Beginn schon gefragt, warum fällt es so schwer, auch da über dieses Thema Funding, NGOs zu sprechen? Deswegen sind Fridays for Future so groß und Amnesty International. Und heute erst fällt manchen Leuten auf, dass Amnesty International keine so tolle NGO ist. Danke für die Frage. George Soros is the supporter of the Open Society Foundation. And when he was young, George Soros was profoundly influenced by Karl Popper. And Popper was an emphatic anti-Zionist and was thought that nationalism was the worst curse of modern history. And that nationalism had caused untold suffering in Europe, and so Soros' whole endeavor has been to foster cosmopolitan international values and criticize nationalism, whether it's mostly right-wing nationalism. And one of the nationalisms that George Soros rejected was Zionism, and Soros has funded projects and organizations that have been very critical of Israel for many years. As you may know, also, George Soros has been attacked by anti-Semites in the United States. I don't know what he's thinking now, but I prefer not to call people anti-Semites who sign such petitions. As a historian, my preference is to ask, where did that rocket near the hospital come from?
let's look at die Tatsache. My preference as a historian is to turn the conversation a little bit away from who is an anti-Semite and who is not an anti-Semite to, as much as we can, answer the questions, what is true and what is false. I think that's Landis' article in Quillette is very worth reading. This question, the battle for truth, is going to be ongoing as long as this war goes on. And we all know that in the coming days, if the invasion takes place, Hamas and all of its supporters and all those academics who signed those statements are going to accuse Israel of genocide. We know it's coming. It's already there. Every historian, I think, in the end, deep down, is a garden variety, very simple positivist. People don't like to say that. They went, no, I'm into hermeneutics, or I'm into interpretation of meaning and all that. But in the end, either something happened or it didn't. And here, Saul Friedlander comes to mind. Perhaps many of you have read his works on the Holocaust. And Saul he was reading Hayden White, and he was reading Foucault, and he was reading the postmodernists. And he had a conference in Los Angeles, and he invited Martin Jay, who has written about the Frankfurt School, and Hayden White came in. White, as many of you recall, wrote about the impact of postmodernism on history, and the historians don't really write what actually happened. They write narratives. So there's this narrative, and there's this. You choose your narrative. So Marty said to Hayden White, well, Hayden, this is 1992. Did the Holocaust happen? White said, yes. So it's not a narrative. No. Deep down, historians try to establish what actually happened. And it's going to be very difficult to do that in the coming days. But that's what we have to offer. And what is so upsetting to me about historians signing these statements is that they're signing statements that are full of falsehoods. And the Israeli government has made very profound mistakes. And in my view, if you're faced with Iran and Hezbollah and Hamas and parts of the PLO that are unwilling to accept a compromise, if you really believe that these people have the ideas that they say they have, then what you need is a popular front government. You need a unity government. You need an anti-fascist government. You need a government that extends from the moderate right to the moderate left. That's what you need. You need the exact opposite of what Netanyahu did. So, how did this begin? How did I get there? But anyway, enough of that. Soros has in Hungary. Ich nehme an, dass Sie sind mit Soros, Sie kennen etwas über Soros und was in Budapest gemacht hat. And the university in Budapest was terrific, and that was Soros. So he's done some very, very good things, but he was an anti-nationalist, and for him, the Zionist project was a repetition of the worst features of European nationalism, and he rejected it. And that is evident in the NGOs he supports. Danke, dann die letzte Frage, weil wir müssen auch um 10 Uhr aus dem Gebäude raus, und daher bitte sehr, Sie haben die letzte Frage. Okay, maybe I'm a selective reader, but from my perspective, it seems that
your branch of history is the people there seem to have a standpoint, which I like that you have that. So Dan Diener, Benny Morris, they all are on the side of Israel. You wouldn't come to the conclusion, oh no, the Jews now ought to be murdered or something. No, I don't think that's a good idea. Yeah. But it seems to be that this part of history is particularly split between ideologically split between pro-Israelis or pro-Israel people and anti-Israel people. But maybe it's just my selective reading. But are there, how do I put it, people who are not staunchly in favor of Israel in your field, in this Israel moment part of the field, where you say, no, I respect what they say, or I respect their studies? There are historians I know who have written excellent work about Nazi Germany and the Holocaust. Right? Not about the topic. But who then denounce Israel. So I happen to think that Benny Morris is a superb historian. And I hope you read his work. Or Tuvia Freeling. Or Meyer Litvak. Or Yuri Bialer. Yuri Bialer is the Dean of Diplomatic History, of Israeli Diplomatic History. These works should be in German. I guess Hamas is the spirit of Nazism in 2023. And my friend Tony Judd, the late Tony Judd, we had some, I wouldn't say bitter, but we had some hard arguments because Tony wrote some things about Israel that I didn't agree with. But one thing that there was no doubt about, and that was that Nazism was a radical evil. And he understood that. And I think if he had lived longer and we had more chance to argue with one another, I might have convinced him, after he read the Hamas Charter, that it embodied the spirit of Nazism and its after effects. So, I can't think. You know, Rashid Khalidi is a good historian, and I haven't read a lot of his work, but I could imagine that Rashid Khalidi could serve as a foreign minister of a Palestine state. He's a civilized person. But the historians who suggest that the state of Israel was a product of American imperialism and that the entire responsibility for the existence of the conflict rests with the Zionists and the Jews, I have to admit to you, I don't think they're good historians. I wouldn't go so, well, I don't want to go on because it's late.
für diesen großen Abend. Wirklich. Bitte geht auf die Webseiten von MFFB und DIG für die nächsten Veranstaltungen. Hier kann man sich auch eintragen für den Newsletter des MFFB und die Broschüren sind auch für Sie da. Nehmen Sie mit, vor allem unser Bildungsprojekt für Lehrkräfte und andere Multiplikatorinnen zu Antisemitismus, Israel bezogenem Antisemitismus. Noch einen schönen Abend, bis zur nächsten Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.